Und herzlich willkommen zurück bei unserem wunderbaren Sherlock Holmes Spiel, Jack the Ripper. Und wir sind aber jetzt... Ja, die herrliche Melodie. Wir sind jetzt Dr. Watson. Und der wartet immer noch darauf, dass wir abhauen. Will aber nicht. Well, if I follow Holmes's instructions, then to begin my investigation into this leather apron, I must first head to the police station. Ja, da sind wir doch. Und das ist jetzt Whitechapel. Nacht von 7. auf 8. war es jetzt, glaube ich, gell? 12:30 bei der Nacht. Oh, dunkel war es, der Mond schien helle. Wie viele Polizisten sind denn das? Ach, das ist kein Polizist. Tell me, is it... We don't much stand for looks round here. Understood? Oh, Herr Polizist. Herr Polizist. No, it would be better not to insist. Der will mir nicht helfen. Na, sauber. Was ist das für eine Bande? Was für eine Bande? Die stecken doch alle unter einer Decke. Würdest du doch auch If sagen. you have the means, I can let you pass before everyone. But behind me. Sehr witzig. So, jetzt mal ganz kurz. Ich muss kurz nachschauen. Aha. Okay, also gut, ich muss dem was überbringen, und zwar die Notiz von Sherlock Holmes. Habe ich das? Ich habe das nicht. Ich habe keine Notiz. Good evening, sir. What do you... I know you. You were here last week with Sherlock Holmes. Tatsächlich. Und hier habe ich eine Nachricht von ihm. Indeed. I have come to bring a message from Sherlock Holmes for Inspector Aberline. Very well, I will pass it on. But come to think of it, someone was asking about you recently. Finlay, the caretaker of some shady boarding house nearby. Does that mean anything to you? Ah, perhaps. Actually, I read in the Star that you have arrested a suspect called Leather Apron. You shouldn't believe what you read in that rag, sir. The man is being hunted, but we have yet to get our hands on him, and we aren't close to it either. Why not? Bah, he's a specialist in the streetwalker racket. These girls make pitiful witnesses, and we don't inspire confidence. Furthermore, the man seems to be pretty discreet lately. Someone must be helping to hide him. Okay, dann gibt es ja noch eine Frage. Wie könnte man How diesen... to get on his trail, then? One of these girls would have to confide in us and give a valid description of the man. Then we'd ask around the journeymen, who use aprons, I imagine. Okay. Tschüss. Well, goodbye. I must go to Finley's boarding house. Ja, das ist mir schon klar, dass du da hingehen musst. So. Und Mr. Stellick kriegt offensichtlich von den Mädels nicht genug. Ah, da ist wieder dieser unangenehme Typ. Moment, Finlay's Boarding House, Finlay's Boarding House. Boarding House is here. Here. Here we are. Good evening, Finlay. Oh, good evening, sir. Aren't you the gentleman who was with the great detective the other time?
That is indeed me, Dr. Watson. Also, jetzt fragen wir ihn mal zur Tell me, Polizei. Finley, I was told that you were looking for us at the police station. Indeed, I wanted to thank you for last time, you know. That vagrant has never set foot round mine again. I even found a tenant, one who pays his rent, I mean. Oh, the tenant. Das könnte doch der Leather Apron sein. You don't seem very happy, but you were lucky to have found a good tenant so quickly. It's just that this man is very strange. He paid several days in advance and I gave him a key to the place. Since then, he goes out every night and returns at ungodly hours. I'm sure he goes to visit the ladies, but still, every night. Ja, der ist halt sehr And when he aktiv. moved in, something must have broken in his case and stank up the stairs in his room for 2 days. I think it was a jar. It must be over there. Okay. Tell me, have you heard talk of Leather Apron? By the papers, that's all. This man seems very sinister. Do you know any journeymen who use this type of apron? The slaughterhouse butchers, I believe, but definitely the cobblers. I know one, old Isaac Solomonovich. His workshop is on a small street in the Jewish community, across from the hospital. He's a good man. He can help you. But you know, the people there are very close and don't share much with non-Jews. Mhm, kein Wunder. Thank you, Finley. At your service, sir. Also, wir sollen hier gucken, ob die Stinkedose da ist aber nichts. Komisch, ich dachte, die hätten so einen kleinen Fingerzeig gegeben, dass wir hier nachschauen sollen. Er malert die Tür an. Ah! This odor is very strong indeed. But the whole neighborhood as such has a dreadful stench. Finley might have an idea as to what this jar that contained. Oh, What do you want, Doctor? dieser komische Geruch. You're right. The pieces of the jar that your tenant broke do give off a strange smell. It's true. That's quite normal given his trade. Yes, and what would the trade be of your strange tenant? A doctor like yourself, I believe. Dr. Tumbletea, a foreigner. Dr. Tumbletea? Canadian, perhaps. Dr. Tumbletea. It might be interesting to know more about him. Na gut. Thank you, Finley. At your service, sir. So. Ich würde gern mal da hinaufschauen. Schade. Aber da können wir nichts machen. Nee. Gut, wenn wir da nichts machen können, dann gehen wir Häusel weiter. Wir sollen ja zu dem Isaac Solomonovich. Tell me, is it... You should return home, sir. Na klasse. Sehr hilfreich, mein Lieber. Aber ich kann hier eh nichts machen. Hier kann ich eh nichts machen. Ach du lieber Gott, schon wieder so eine Rinnsteinschwalbe. I have nothing to ask. Schade. Hättest du vielleicht nur was lernen können. So, wir müssen natürlich... Und das mitten bei der Nacht, also wirklich. Hello? If you have the means, I can let you pass before everyone. But behind me.
Sie sagen alle das Gleiche. Und das ist doch... Das Rotlicht, das ist doch ein Bordell, oder? I have no reason to go that way. Tja, mein Lieber, dann verpasst du was. Und jetzt müssen wir hier durch. Ah, das ist wirklich Rattenduster. Zappenduster. Rattenduster gibt's nicht. Zappenduster. Ist es jetzt 1 Uhr bei der Nacht oder was? Was steht da? Gas, without heat, smoke or smell, Bannerman Sons. Ein handy knife cleaner. Improvements in shirts. Aha. With India rubber hollers. Ah, interessant. Das ist ein praktischer sag schon, Messerputzer. Ein Messerputzgerät. Und zwar hat der also Rubber Hollers. Ein Holler ist eigentlich ein Schrei. Das heißt wahrscheinlich ein Ausstoß. Also praktisch diese, ich deute jetzt mit dem Finger drauf, ich bin echt wahnsinnig. Na, ihr wisst schon, diese beiden Rollen, durch die man das Messer durchkurbeln muss, die sind aus indischem Gummi. Okay, jetzt sind wir da auch schlauer. Nö, schade. Bist du Solomonovic? Nein. Bist du Solomonovic? Tell me, is it... Out of the way, I don't like the look of you. Oh, schade, er ist nicht Solomonovic. Hier ist Solomonovic. Boot and Shoe. A cobbler shop. Repair, also Stiefel und Schuhe, Reparaturen, Isaac Solomonovic. Er ist also der Sohn von einem Salomon. Zum Beispiel Semyon Semyonovic, das bedeutet Simon, Sohn von Simon. Jetzt wie wenn wir im schottischen oder irischen Gälisch sagen Mac oder ja, Mac. Sean MacArthur zum Beispiel oder wie auch immer bedeutet Sohn von. So, jetzt sind wir da richtig angekommen. Closed. I will return later. The policeman said the street girls would know something about the leather apron. Maybe I should go and see Lucy. Aber Lucy ist doch kein Street Girl. Ich nehme an, hier kann ich auch nicht groß weitergehen. Tell me, is it... Come, my man, you won't regret it. Ja, aber dafür habe ich jetzt leider keine Zeit. Gibt's hier denn noch was Hübsches zu sehen? Schnuckeliges Stadtviertel. Nö. Ich bin gespannt, wann er sagt. I have no reason to go that way. Jetzt bin ich fast erschrocken. Okay, er hat keinen Grund, dorthin zu gehen. Ich verstehe es. Aber ich meine, es ist nicht so unheimlich. Es sind wenig Leute unterwegs. Und diese Leute sind nicht besonders furchterregend. Tell me, is it... No time to chat, I've got business, got it? Er hat was zu tun. Er muss... Bucks Row. Das ist... Genau, da hatte doch der Mord stattgefunden. Jetzt bin ich gespannt.
ob wir da vielleicht jemanden fragen können. Aber nee, die sind immer noch am Schmusen. So, Entschuldigung, ich will nicht indiskret sein. Bucks Row. Ja, ich weiß schon. Ich dachte, ich könnte euch was fragen. Aha, da ist jetzt auch nichts mehr aufgemalt. Ja gut, also wir wollen zu Lucy. Und wir beeilen uns ein bisschen, weil wir getrödelt haben. Tap, 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 klackerte klack. Da ist die Klinik. Kannst du uns was sagen? Tell me, is it... Oh, it's so cold. Come, come. Let's warm up. Ja, das wäre jetzt eine sehr gute Idee, meine Liebe, aber ich kann nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich nämlich ja nicht einfach mitgehen kann. Mein Watson hat was anderes vor. Oh, gut, dass die mich nicht erwischt hat. So, und die gute Lucy wohnt... Bist du das? Nee, du bist nicht If Lucy. you have the means, I can let you pass before everyone. Lucy... But behind me. Ja, ich weiß jetzt schon Bescheid. Ihr mit eurem komischen Humor. No, it would be better not to insist. Achso, okay. Ah, da, sie steht schon und wartet schon auf mich. Gott sei Oh, Dank. it's you. I'm coming. Dr. Yes. Watson, how are you? Ja, mir geht's gut und dir? Also, ich muss sie ja mit Sie anreden, denn sie, muss schon höflich sein. Sie sagt echt, Dr. Watson, wie geht es Ihnen? Und ich sage, your uncle. Deine Oma. Well, and yourself? And how's your uncle? Oh, he sleeps a lot, but he doesn't seem to be suffering. Your medicine has worked wonders. Thank you again. It was the least I could do. Ja, wunderbar. Sag mal, Leather Apron, kennst du da wen? I have come to see you about a certain Leather Apron. Have you heard of him? Oh, yes, of course. Terrible things are said about that man. Have you ever come across him? Goodness Wie er immer seinen gracious, Finger no. hochhebt. But I know that he has threatened and taken many girls in my situation. I don't know what more I can say, but Bella would be able to tell you some. Okay, wer ist Bella? Who is Bella? Bella Pullman. She's the landlady of the place where I could take you there if you like. Please do. Ah, It's ja. me. It's Lucy. This gentleman would like to speak to Bella. It's the doctor who helped me. I must leave to return to my uncle. Thanks again. Okay, also kann ich jetzt da reingehen, oder was? Jawohl. Out of the way, I don't like the look of you. Naja, ich mag deinen Anblick ja auch nicht, aber ich bin nicht so unhöflich, mein Lieber, ja? Oh ho. Bella Pullmans. If you'd be patient, Madam Bella will arrive in a moment. Ja, danke schön. Wunderbar. Good evening. I am Dr. Watson. It is young Lucy who told me to come see you. Ah, so you're the good Samaritan who saved her uncle without asking for anything in return. Da schaust du, Now you've Puffenmami. come to see me, no doubt, to explain that the poor little thing doesn't belong here, and you will see to her future. Well, if you expect me to let her leave with you. It's not that, ma'am. You should know I am a married man. And why should that matter? Ja, weil anständige Männer wie ich, die verheiratet sind, die gehen nicht zu käuflichen Damen. Auch nicht, wenn es Vergnügen machen würde, aber wir sind doch immerhin, wir wissen Sie, Anstand und Dings da, Moral. I believe there has been a misunderstanding. Und wieder The hinter den reason Finger. that Lucy sent me here is that you may be able to give me some information about Leather Apron. Are you a doctor or a constable? I am most certainly a doctor, but I am acting in this matter in a private capacity.
and I would like to find this man. Well, if you're able to rid us of him, I'll give you a week's worth of free passes. There's a thorn in our sides. Oh, He eine ganze spies Woche on the girls umsonst. in the streets and watches them inside the houses, spying through the windows. Was? And Das as soon ist as ein they're finished with Lurer. the client, he jumps on them without any warning and forces them to give him their money. I've never seen him, but one of my girls was attacked by this man, and she said that he wore a leather apron and carried a knife. And his face, oh, he has a horrible head, with rat's eyes and a deformed mouth. She even said that she knew his name, Pizer or Pizer, I think. But I don't know where she can be found. Margie, Nutcracker, the girl I'm talking about, could tell you more, but I had to let her go last week. Oh, wo ist sie denn, die Margie? Why did you let Margie go? The poor girl caught a shameful sickness, and the symptoms have attacked her face, Oh, if you know what I oh, mean. Syphilis. So I gave her Scheiße. notice, and a little bit to help her along. I don't know where she is now, but she'll certainly be getting treatment at the clinic if Oh, she's da müssen still wir zur in the Klinik. neighbourhood. Did Sehe you schon. speak to the police? What would they do? Who cares about the girls in the streets? Tja, hartes Business. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das nicht besonders witzig ist. Okay, Would Tumblety? you have received a visit from another doctor, a stranger by the name of Tumblety? I'm just like you, Doctor. Sworn to secrecy in my profession. But as I've taken a fancy to you, I can tell you that this name is not unknown to me. And if you do me a little favour, it is possible I might remember Oh, something about ja, it. ja. Was für einen Gefallen. What kind of favour must I do for you? You see that man over there? He's a rich artist, a painter, a regular client round here. Aha, Well, natürlich immer die yesterday, Künstler. he came and left his cane in the umbrella stand in the hall before going into one of the rooms. Well, when he returned to this room, the cane had disappeared. It's a cane with a massive silver knob. Must be worth a fortune. He threatened to call the police unless he got free services in my establishment for a year. Der hat's ja Forced to drauf. accept, unwillingly, of course, given the services that he's demanding, unless the cane is found. Did you question the residents regarding the theft? They didn't see anything, and there's not one of them that would risk stealing from a client here. Who was in the room when your weasel of a client was in the chambers? There were a few that came and went, but Mary could tell you better than I can, because she was the one at the counter yesterday. Okay. Thank you, ma'am. No problem, my angel. Gut, also das könnte ein Degas sein, ein Degas. Und was haben wir denn noch alles für hübsche Bilder? Das sind irgendwelche Badenden. Gab es die nicht von Manet? Also was auf jeden Fall klar ist, ist das hier, das ist ein Toulouse-Lautrec. These paintings are suggestive, at the very least. Tja, These paintings are suggestive, at the very least. naja, die sollen ja wohl anregen. Und erst dieser kleine Pisser. Aber sie machen natürlich immer sind die Künstler die. Ich bin sauer, das stimmt nämlich alles gar nicht. Wir sind. These paintings are. Ah ja, okay, er sagt immer das Gleiche. These paintings are. Gut. Best not to stray off in that direction. Schade. Ich gehe jetzt hier bloß noch mal kurz durch, weil ich mit ihr sprechen muss. Best not to stray off in that direction. Also können wir auch nicht. These paintings are. Und das haben wir auch gesehen. These paintings are suggestive, at the very least. Gut, jetzt haben wir das durch und in der nächsten Folge sprechen wir mit Mary. Und dann werden wir weitersehen, was denn noch so alles kommt. Aber auf jeden Fall gibt es in der nächsten Folge eine Übersetzung natürlich, weil wir jetzt ziemlich viel Dialog hatten. Wir haben allerdings jetzt keinen großen Text zu übersetzen, aber ich glaube, ich mache da wieder eine eigene kleine Folge draus. Der Ausblick ist bezaubernd. Watson. Ja, bitte? Reiß die zusammen. Da, ein hübsches Bild.
These paintings are suggestive, at the very least. Gut, also wir haben alles gesehen und sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.